Ich habe mir einen gebrauchten 32 Zoll Monitor geholt, der echt günstig war. Allerdings ohne Monitorfuß. Zum Glück hatte ich mir schon mal eine Monitorhalterung gebaut, aber jetzt passt sie leider nicht mehr. Unter anderem wegen den 2 Lautsprechern. Doch anstatt mir eine neue zu kaufen, mache ich das, was jeder echte DIY-Fan tun würde. In diesem Video zeige ich dir, wie ich diese Halterung für meinen neuen Monitor anpasse. Falls es dich interessiert, ich habe einen Dell Ultrasharp U3219Q gekauft. Für 330 €. Ich muss jetzt einen Adapter machen von der Halterung zum Monitor. Ich habe hier einen anderen Dell-Monitor als Vorlage. Der hat dieselbe Halterung wie beim anderen. Ich habe hier eine kleine Metallplatte, ich glaube von einem Tisch. Und die Platte passt perfekt rein. Leider sind die Ecken genau da abgeschnitten, wo man die Schrauben vom Monitor schrauben würde. Was aber nicht so schlimm ist, weil dadurch, dass es 4 Schrauben sind, würde es die Platte zusammenhalten. Und ich werde dann hier eine kleine Einkerbung machen, damit man die Schrauben reinschrauben kann. Ich hätte es doch einfach mit der Flex machen können. Ja, ich meine, sieht gut aus. Auf der Halterung wird nur ein Monitor festgemacht und ich brauche diese Arme, die ich da dran gebaut habe, nicht mehr. Das kommt auf dem Rohr, das kommt am Monitor und das ist der Übergang. Und jetzt muss ich den Übergang anpassen. Erstmal mache ich diese kleinen Stützen hier ab. Das noch. Das wird schwerer, da komme ich nicht so leicht ran. Das kommt circa so drauf, deshalb schneide ich das hier ab. Perfekt. Oh, da habe ich ein bisschen viel abgeflext. Das muss man natürlich noch schön machen, damit ich schweißen kann. Und hier festschweißen. Aha, passt. Hält. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich habe hier eine kleine Einkerbung gemacht, damit ich das da erstmal gerade schweißen kann und damit es ein bisschen fester hält. Und festschweißen. Erstmal schauen. Sieht eigentlich okay aus. Ich glaube, es müsste noch ein bisschen so. Das ist super wichtig, weil das kann ich später nicht einstellen. Also wenn ich das jetzt verkacke, dann ist mein Monitor für immer so schräg. Ich glaube 4 Punkte reichen, wenn ich das alles nochmal machen muss, weil es nicht gerade ist. Ich könnte diese Einkerbung größer machen, dann kann ich den Monitor leicht justieren und dann hier festziehen. Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, falls es nicht perfekt gerade ist. Gehen wir das noch abkühlen. Ich habe noch gar nicht probiert, ob es überhaupt passt in die Platte. Mit den Schrauben meine ich. Ja, lass mal schauen, ob das gerade ist. Ist es gerade? Also für mich ist es gerade. Ja, dann färbe ich das noch schnell und dann kann ich es eigentlich schon einbauen an meinem Schreibtisch. Ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt kann ich die schon einbauen. Für mich sieht es nach gerade aus. Super, es war einfach und es funktioniert. Es ist gerade. Ich bin selber erstaunt, dass es so gerade ist. Jetzt passt meine Monitorhalterung perfekt zu meinem neuen Setup. Hat dir das Video gefallen? Dann lass es mich mit einem Like wissen oder schau dir hier an, wie ich diesen alten iMac zu einem Display umgebaut habe. Falls du abonniert bist, sehen wir uns in einem nächsten Video. Bis dann!